Winter auf Helgoland, auf der Düne Helgoland, eine ganz spezielle Zeit. Denn jetzt bringen die Kegelrobben ihre Jungen zur Welt. Die ganze Düne, die gleicht einer Art Kreissaal für Kegelrobben. Und man ist hier mittendrin. Fotograf und Filmemacher Reinhard Mink bereist die ganze Welt. Er kommt an die schönsten Plätze der Erde, zu imposanten Tieren und er trifft Menschen unterschiedlichster Regionen. Zumindest normalerweise. Im Jahr 2020 ist auch für ihn alles anders. Durch die Corona-Pandemie ist er an Deutschland gebunden und mit den Reisebeschränkungen kommt für ihn die Existenzangst. Ja, man denkt dann schon, die Selbstständigkeit ist dann doch schon ein bisschen aufregend in so einem Moment, gerade wenn man so ein bisschen als schaffender Künstler, will ich jetzt nicht sagen, aber als Medienschaffender unterwegs ist in einem Themenbereich, dass man dann nicht mehr so groß bedienen kann, allein wenn man so festgelegt ist oder gefesselt ist an seine Wohnung, mehr oder minder, was ja auch teilweise. Macht man sich dann schon mal Gedanken, was machst du, wenn du das nicht mehr machen kannst. Man hat so über die Jahre, ich bin jetzt schon 10 Jahre in meiner Selbstständigkeit, über 10 Jahre, lernt man auch ein bisschen mit solchen Zeiten, solchen Phasen umzugehen und man weiß, dass eigentlich immer wieder irgendwas passiert an einem gewissen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, das kann jetzt schon da wieder weitergehen. Der 55-Jährige versucht, das Beste daraus zu machen. Er begibt sich dieses Jahr auf eine Expedition durch seine Heimat. Und das war eben so der Gedanke, der mich aus diesem Loch von Corona ein bisschen rausgebracht hat. Und dann kommt irgendwann mal eine Idee, ja Mensch, dann guck doch einfach mal hier. Du kennst hier so viele schöne Orte, die du so oft besuchst, von der Nordseeküste bis runter in den Süden Deutschlands. Kennst du so tolle Orte, die du oft besuchst, beobachtest, die wirklich interessant sind. Nimm die doch mal noch ein bisschen genauer unter die Lupe und auch die Orte vor der Haustür auch. Und geh da noch mal ein bisschen näher in gewisse Sachen rein und versuch doch da was zu machen. Seine Tour durch Deutschland beginnt im Odenwald. Das Mittelgebirge in Südhessen, Unterfranken und dem nördlichen Baden-Württemberg hat eine Fläche von 2500 Quadratkilometern. Der Unterschied Safari Afrika, Deutschland, würde ich mal sagen, dass du in Deutschland auf jeden Fall wesentlich mehr Geduld brauchst. So einfach und so schnell bekommst du die Tiere eben nicht vor die Kamera, wie in Afrika, in den Nationalparks zumindest. Und man muss schon sehr genau wissen, wo man da hingeht, wenn man bestimmte Sachen eben filmen oder fotografieren oder auch einfach nur sehen will. Es klingt nach Dschungel. Doch Reinhard Mink ist nicht im Urwald, sondern im Odenwald. Ich suche konkret nach den Laubfröschen, weil die sitzen am liebsten auf den Schilfblättern. Aber da muss auch zufällig gerade dein Auge genau drauf fallen. Ah, da sitzt einer, tatsächlich. Winzig klein und grün wie das Blatt. Den zu entdecken ist wie ein Jackpot. Einen Laubfrosch sucht er schon lange. Ich muss mir mal vorstellen, naja, ich bin jetzt deutlich über 50 Jahre alt und seit ich 18 bin, suche ich nach Laubfröschen. Und jetzt endlich mal einen gefunden, das ist total cool. Die Leute denken immer nur, ich freue mich über Haie und Wale, aber kann mich auch über so einen kleinen Frosch freuen. Das ist schon ziemlich cool. Geduld ist eigentlich so der Schlüssel zu vielen, ganz einfach, weil man kann einfach nichts erzwingen in der Natur. Und wenn der kleine Frosch jetzt Bock hat, eben so zu sitzen, dann soll er auch so sitzen. Alles andere ist eine unentspannte Sache und von daher muss man dem Tier immer Zeit geben, bis sich einfach eine gute Situation ergibt. Laubfrösche haben als einzige Amphibienart Mitteleuropas ein ganz bestimmtes Merkmal. Laubfrösche sind nicht wie
viele Frösche, die wir kennen, Schwimmfrösche oder Teichfrösche, die im Wasser leben, sondern Laubfrösche sind Kletterfrösche, wie man auch sehr schön an den Füßchen und Händchen sieht. Mit diesen Haftscheiben können sie sogar an glatten Flächen wie Glas hochklettern. Die Leidenschaft zur Tier- und Naturfotografie ist in seiner Kindheit entstanden. Gemeinsam mit seinem Vater schaute er regelmäßig Tiersendungen im Fernsehen. Der Vater war immer so eine Respektsperson und hat natürlich auch immer so ein bisschen die Vaterrolle eben gespielt. Und dann hast du ihn da plötzlich gesehen, wie dein Vater da wirklich so emotional berührt war und hat da Gefühle gezeigt, die ich so eigentlich gar nicht so von ihm kannte. Und das war für mich so ein Erlebnis, das gezeigt hat, wie wichtig das ist, die Leute zu erreichen und auch richtig zu erreichen. Wir hatten natürlich auch Haustiere, weil ich von klein auf eine Liebe zu den Tieren hatte. Meine Schwester hat mir auch erzählt, dass ich sogar Katzen im Kinderwagen hatte. Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Aber Tiere haben immer eine Rolle gespielt bei mir als Kind. Und ich habe auch immer den Kontakt zu Tieren gesucht, weil mich eben diese Wildlife-Filme, diese Expeditionsfilme von Jimec, Cousteau und Co. so begeistert haben, dass das auch natürlich die Faszination für die Tiere geweckt hat. Der Odenwald ist geprägt durch hügelige Landschaften, Seen und Flüsse. Rund 13 Regentage gibt's hier im Monat. Generell ist der Regen eine wunderschöne Zeit, Bilder und Filmaufnahmen im Wald zu machen. Denn da erstrahlt der Wald so in einem richtig schönen, saftigen Grün. Man hat keine harten Kontraste. Das ist das perfekte Wetter, um schöne grüne Bilder im Wald zu drehen. An der Modauquelle sucht der Hesse nach Feuersalamandern. Regen ist die beste Voraussetzung, welche zu finden. Doch dann ändert sich das Wetter. Ja, damit musst du umgehen, ganz einfach. Das ist eine Sache, dass man auch mit Tagen umgehen muss. Das sind manchmal ganz viele Tage, wo überhaupt nichts passiert, wo du stundenlang ganz einfach umsonst gewartet hast. Aber da ziehst du dich eben an den guten Situationen hoch, die du in deinem Leben hattest und hoffst da drauf und dann passiert es auch irgendwann. So wie bei diesen besonderen Motiven. Seine Expeditionen rund um die Welt ermöglichen ihm faszinierende Aufnahmen. Ich sage immer, ein kleiner Salamander oder ein kleiner Laubfrosch in dem Fall freut mich genauso wie ein großes Tier, weil sie eigentlich für die Welt, für die Natur, für den Kreislauf genauso wichtig sind wie die großen Protagonisten, die wir kennen. Ob es jetzt ein Wal oder ein Gorilla ist, haben auch Frösche ihre Daseinsberechtigung und ihre Funktion in dem großen Kreislauf. In seiner Heimat sind diese Tiere inzwischen wieder ein selbstverständliches Fotomotiv. Die Störche am Rheinheimer Teich. Ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern. Da war ein Storch gänzlich unbekannt. Den kannte ich nur aus Kinderbüchern. Aber da einen Storch zu sehen, das war schon fast eine kleine Sensation. Und mittlerweile ist es eigentlich zum normalen Bild geworden. Es sind wieder richtig viele gekommen. War früher nie so mein Thema, aber was Vögel so alles unternehmen, ist schon eine ganz interessante Sache. Also habe ja auch schon Safaris in Kenia gemacht. Im Winter mache ich das meistens, im Dezember. Und wenn du dann die europäischen Störche dort einfliegen siehst, wo du gerade Nashörner fotografierst, hatte ich schon wunderschöne Situationen, wo plötzlich 100 Störche um Nashörner herum gelandet sind. Und wenn du weißt, dass das unsere Tiere von hier sein könnten, ist das irgendwie schön. Seine Aufnahmen veröffentlicht er in Natur- und Tiermagazinen. Er möchte auf Artensterben, aber auch auf Rückkehrer aufmerksam machen. Aber das ist halt schon schön, mit was das für vielen Rückkehrern so in Deutschland zu tun hast über all die Jahre. Ne? Da gibt es ja mittlerweile schon sehr viele Beispiele. Fängt beim Storch an, geht beim Luchs weiter, der Wolf kam zurück, die Biber kamen hierher zurück. Amphibienwelt teilweise auch mehr geworden. Aber es täuscht natürlich auch nicht, oder es sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich auch viele andere Sachen verschwunden sind, wie zum Beispiel die Insekten, ne, die wir ja nicht mehr auf unserer
Windschutzscheibe nach einer Autobahnfahrt sehen. Also auch deutliches Zeichen, dass viele Tierarten auch verschwunden sind, ganz einfach. Ich denke, zu jedem Bild gehört auch eine Geschichte und dann muss man natürlich auch diese Geschichten erzählen, wo die Natur eben ihre Probleme hat und droht, aus dem Gleichgewicht zu kommen. Denn dieses Gleichgewicht ist für uns eigentlich am wichtigsten, auch für unseren Weiterbestand. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo Leute in der Corona-Zeit auch mal wieder angefangen haben nachzudenken, wo dann gewisse Dinge herkommen, sich an der Natur wieder erfreuen, ist das eine schöne Möglichkeit, das mal noch ein bisschen zu vertiefen und auch mal an den Naturschutz oder an die Natur im eigenen Land auch zu denken, an die Natur vor Ort. Und ich finde das auch wichtig, die Leute zu animieren, rauszugehen, die Natur zu erleben. Ich kann sagen immer nur, geht doch einfach mal raus und guckt und schaut, was passiert. Genießt das mal, die vielen Geräusche auch zu hören. Ursprünglich wollte Reinhard Mink im Frühjahr 2020 für eine Expedition auf die Azoren reisen. Durch Pandemie und Reisebeschränkungen fällt seine bereits geplante und gebuchte Tour ins Wasser. Ja, das war schon mitten in der Vorfreude eigentlich, kam da die Absage und das ist schon eine Enttäuschung irgendwie, wenn so eine ganze Anspannung, die auch eine positive Anspannung ist, die dann einfach abfällt. Und da fällst du erstmal so kurz schon so 1-2 Wochen in so eine Art Loch. Also nicht ein ganz tiefes Loch, aber so eine innerliche Enttäuschung, ein bisschen Niedergeschlagenheit verursacht sowas schon. Stattdessen bereist er nun Deutschland auf der Suche nach besonderen Fotomotiven. Mir tut es auch manchmal leid, dass ich da gar nicht so die Zeit habe, vor Ort vor meiner Haustür zu gucken. Aber ich mache das so oft ich kann und so viel es geht. Und gerade so im Bereich Amphibien ist das eine ganz interessante Gegend hier rund um meinen Heimatort. Da findet man viele interessante Sachen. Seit vielen Jahren bereits versucht Reinhard Mink, einen Biber vor die Linse zu bekommen. Bisher erfolglos. Er trifft Biberexperten Fritz Vornow, der Exkursionen zu den Tieren anbietet. Meist aber sieht auch der Experte nur Spuren des Nagers, nicht den Biber selbst. Da geht der Biber rein und raus. Eine Biberrutsche hilft dem Biber, vom Land ins Wasser zu gelangen. Direkt daneben der Biberbau. Und man hat das Rohr da reingelegt, um den Wasserstand zu halten. Jetzt kann man da auch einfach ein Rohr reinlegen, ohne diese komischen Löcher, die da drin sind. Das ist aber blöd, weil die Kerle sind total clever. Der bastelt nämlich sofort das Rohr vorne zu. Und damit läuft nichts mehr ab. Der Biber nutzt das Wasser als Lebensraum, in dem er schwimmen kann und seine Nahrungsvorräte transportiert. Und er sucht Schutz im Wasser. Das heißt, wenn er schwimmt, es droht Gefahr, haut er mit dem Schwanz aufs Wasser und taucht weg. Eine typische Spur des Bibers, abgenagte Rinde. 5 Kilo davon frisst ein ausgewachsenes Tier pro Tag. Bäume fällt der Nager, damit er an die nährstoffreichen Knospen kommt. Man sieht normalerweise nur die Spuren eines Bibers. Und man muss ganz, ganz großes Glück haben, wenn man einen sehen will. Das hat man gelernt über die Zeit mit so Leben, mit solchen Diagnosen. Wird mich aber trotzdem weiter motivieren, daran zu glauben, dass es irgendwann mal klappt, einen Biber vor die Linse zu bekommen. Ganz in der Nähe des Biberdamms legt sich Reinhard Mink frühmorgens noch einmal auf die Lauer. Ein Biber sieht er nicht, aber einen seltenen Eisvogel. Ich nehme mir einen ganzen frühen Morgen lang Zeit und wie das halt so oft ist in der Naturfotografie, dass man kann Sachen nicht planen. Ich habe ihn 3-mal gesehen. Man kann fast sagen, der hat mich 3-mal verscheißert, der Eisvogel. Bis ich soweit war er immer wieder weg. Oder er kam einmal, als ich gerade eine SMS geschrieben hatte. Das sollte man natürlich nicht tun als Naturfotograf. Aber dann passieren eben auch immer mal wieder diese unvorhergesehenen Sachen. Da kam ganz Gedanken verloren, kam ein Jungfuchs an mir vorbeigelaufen und lief runter zum Wasser, um zu trinken wahrscheinlich. Und ich warte dann ganz entspannt, bis der junge Fuchs wieder hochkam und der war ganz Gedanken verloren. Und erst das Klicken der Kamera hat ihn aufmerksam gemacht. Und da gab es dann so 2-3 Sekunden, wo er mich so richtig angestarrt hat und dann ganz gemütlich seines Weges gegangen ist. Ja, das sind dann die schönen, unvorhergesehenen Momente in der Naturfotografie. Einerseits wirst du vom Eisvogel verarscht. Ein junger Fuchs, der steht dann schön in der Morgensonne und schenkt dir einen schönen Blick. Dann ist alles wieder gut.
Kurze Zeit später kann er auch den Eisvogel ablichten. Nur ein Biberbild fehlt noch. Trotzdem, Tiere fotografieren, seit seiner Kindheit Reinhard Minks absoluter Traumjob. Der Moment, der kam eigentlich bei den Sendungen, die Bernhard Grzimek gebracht hat, den Jacques Cousteau gebracht hat und mich so fasziniert hat. Und ich dachte, sowas willst du auch machen. Das war für mich irgendwie klar, dass das mein größter Wunsch ist, sowas zu tun. So wirklich dran geglaubt habe ich da anfangs nicht. Ich dachte immer, das ist was für ganz spezielle Menschen, da brauchst du ein Riesenglück. Und natürlich braucht man dafür auch ein bisschen Glück. Aber es ist eben so, wenn man lange an irgendwelchen Sachen weitermacht und wie bekloppt das immer wieder probiert, immer wieder an gewissen Orten ist und einem das irgendwann auch mehr egal ist, dann kommt irgendwann der Moment, wo du durch einen Zufall ganz einfach da rein kommst, um sowas auch beruflich zu machen. In meinem Fall war es ein Tintenfisch. Der sogenannte Mimikry-Oktopus, über den er seinen ersten Bericht verfasst. Seine Aufnahme nutzt auch die Wissenschaft zur Forschung. Zudem gibt Reinhard Mink Tierfotografie-Workshops. Ich gucke meistens, dass das Auge scharf ist, ein ganz wichtiger Punkt. Erzähle ich auch mal meinen Teilnehmern in den Fotoworkshops, weil es irgendwie bei uns im Gehirn so verankert ist, dass anscheinend ein scharfes Auge mit dir spricht. Das ist ähnlich wie wenn einer eine Rede hält und auf den Boden guckt, als wenn er den Zuhörer anguckt, dann hören die Leute auch mehr zu. Ähnlich, denke ich mal, ist es mit dem Bild und dem scharfen Auge. Dass das einfach was ist, was bei uns im Kopf so verankert ist. Seine Expedition durch Deutschland führt ihn weiter in die Seltenbach-Schlucht am Rand von Klingenberg. Die dicht bewachsene Schlucht ist Lebensraum für Amphibien aller Art. Hier entdeckt er Feuersalamander. Was den Seltenbach zu einem idealen Lebensraum für Feuersalamander macht, ist nicht nur die Tatsache, dass es hier diesen klaren, sauerstoffreichen Bach gibt, sondern dass man hier den Wald auch weitestgehend sich selbst überlässt. Das heißt, wenn hier mal ein Baum fällt, dann bleibt er hier liegen, er wird zu Totholz und stellt damit eine ideale Rückzugsmöglichkeit und Behausung oder auch Versteck für Feuersalamander dar. Er kann alle Stadien der Larven dokumentieren. Je nach Nahrungsangebot kann der Lurch seine Metamorphose hinauszögern. Einige leben jahrelang als Wasserlebewesen, ehe sie sich als fertige Feuersalamander an Land begeben. Die habe ich mal als Evolutionsartisten beschrieben, weil die so unheimlich faszinierende Eigenschaften haben. Weibchen zum Beispiel können ihre befruchteten Eier bis zu 2 Jahre mit sich tragen. Erst wenn die Bedingungen günstig sind, entscheiden sie, die Larven zur Welt zu bringen. Hier sind wir ein ganz frühes Stadium einer frisch abgelegten Larve. Das etwas weitere Stadium sehen wir hier. Da bekommt der Salamander schon erstens mal einen breiteren Kopf. Die typischen gelben Flecken sehen wir da schon. Dieser Salamander, der ist von oben auf den Bach ganz einfach gefilmt. Da war das Wasser auch schon ganz flach. Man konnte also sehen, das Tier hat jetzt tatsächlich den Drang, das Wasser zu verlassen und zum ganz normalen Waldbewohner zu werden. Der verschwimmt dann doch ganz schnell mit seinem Untergrund, obwohl der so knallig gelb ist. Natürlich sind diese Farben aber auch ein typisches Zeichen von ich bin giftig. Und das ist der Salamander auch. Also er hat Giftdrüsen. Er kann so ein weißes Sekret kann er absetzen, abspritzen sogar über 1 Meter weit. Aber für einen Menschen ist es nicht gefährlich. Und er macht es auch nur, wenn er unter ganz enormem Stress steht. Die Seltenbach-Schlucht ist vor etwa 2 Millionen Jahren entstanden. Flüsse der Eiszeit haben sie geformt. Das feuchte Biotop ist der perfekte Lebensraum für Amphibien. Und auch Reinhard Mink fühlt sich in dem teils unbeständigen Wetter sehr wohl. Manchmal ist ja auch Regen mein Freund. Zum Beispiel hätte ich gerne mal auch große erwachsene Salamander vor die Kamera bekommen. Und die kommen eben nicht raus, wenn die Sonne scheint, beziehungsweise nur nachts. Wenn man das Glück haben will, die am Tage
vor die Linse zu bekommen. Dann sind es Tage, wo es feucht ist oder wenn es regnet. Und so ist es mir kürzlich gegangen. Da dachte ich, das wäre ein toller Tag und bin losgefahren im Regen, im Feuchten. Und ich war kaum unterwegs, kam die Sonne raus. Das sind so Tage, da ärgerst du dich dann auch eher mal über die Sonne und freust dich über den Regen. Salamander, generell Amphibien, hat man ganz einfach beim Regen gute Karten, dass sie dann rauskommen. Aber auch viele andere Tierarten sind im Regen schön zu fotografieren, schön zu filmen. Das Licht ist teilweise auch besser, gerade im Wald. Da wird der Wald so richtig schön grün und saftig und es gibt einfach schöne Bilder. Also Regen ist nicht unbedingt ein Grund, zu Hause zu bleiben. Bei seinen internationalen Expeditionen kommt er oftmals auch gefährlichen Tieren hautnah. Wilde Tiere muss man, glaube ich, in Deutschland jetzt nicht so eine große Angst haben. Also wir haben weder besonders giftige Tiere, die eine oder andere schon, aber von einem Biber müsste mir höchstens der Baum auf den Kopf fallen. Da müsste ich aber ganz ungünstig stehen und viele unglückliche Sachen zusammenkommen. Ansonsten denke ich, muss man hier keine Angst vor irgendeinem Tier haben. Auf seiner Tour durch Deutschland legt er einen Zwischenstopp ein. Bist du ein schöner Vogel? In der Greifvogelstation geht Reinhard Mink auf Tuchfühlung mit einem Wespenbussard. Und danach geht plötzlich alles ganz schnell. Ja, wieder auf dem Rückweg von der Greifvogelstation. Da hat es mich richtig lang gelegt, einen richtig fiesen Sturz gedreht in der Schlucht. Und leider hat es meine Kamera komplett zerlegt. Mal schauen, dass ich da jetzt so schnell irgendwie Ersatz wie möglich herbekomme. Das sind eben mal so die blöden Geschichten, die leider ab und zu auch mal passieren. Davon darf man sich aber nicht unterkriegen lassen. Nach dem Sturz in der Seltenbach-Schlucht ist seine Kamera hinüber. Fehltritte wie dieser passieren zum Glück selten. Aber Pannen hat auch der Profi schon erlebt, teilweise selbstverschuldet. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, das war eine Schule von Büffelkopf-Papageifischen. Mittlerweile eine relativ seltene Papageifischart, die wird richtig groß, so. Und es war eine ganze Schule, die hat im Wrack der USS Liberty gelebt, genächtigt und ist früh morgens aus dem Wrack das Riff lang gezogen. Dazu musste man aber morgens um 5 aufstehen, alleine Richtung Wrack tauchen und hoffen, dass man diese Herde unter Wasser trifft, wenn man sich auf der richtigen Tiefe bewegt. Das ist mir tatsächlich passiert. Die Herde kam auf mich zu, ist durch mich hindurch geschwommen. Und ich wollte die Bilder machen und habe gemerkt, okay, der Deckel ist noch auf dem Objektiv. Somit konnte ich keine Bilder machen. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf? Scheiße. Mink, was hast du da wieder gemacht? Hast du deinen Kopf wieder nicht zusammen gehabt, habe ich da gedacht. Man macht immer wieder Fehler. Sind vielleicht ein bisschen weniger geworden über die Laufe der Zeit, aber ich will auch nicht sagen, dass ich den nicht immer noch mache. Aber man lernt besser mit umzugehen, ganz einfach. Mit einer Ersatzkamera im Gepäck geht's weiter. Seine Reise führt ihn in Deutschlands Norden bis auf die Insel Helgoland. Die Insel in der Nordsee hat eine Fläche von 4,2 Quadratkilometern. Auf rund 1300 Einwohner kommt eine Vielzahl von Lebewesen. 4 Tage verbringt er dort, beobachtet unter anderem Bastölpel, die größten Seevögel der Nordhalbkugel. Ja, woher der Name Tölpel? Die Tölpel, die bewegen sich ein bisschen tölpelhaft, wenn es darum geht, an Land zu starten oder an Land zu landen. Deshalb findet man Bastölpel an Steilküsten wie eben hier in Helgoland. Das ist das bevorzugte Brutgebiet dieser Vögel, weil sie sich dann einfach von den Klippen in den Wind stellen und davon segeln. Das ist also ein reiner Segelvogel. Und gar nicht so tölpelhaft ist der Tölpel, wenn es darum geht zu jagen. Der erkennt nämlich aus 40 Metern Flughöhe seine Beute und stürzt sich dann wie ein Geschoss ins Meer und trifft mit über 100 km/h auf die Wasseroberfläche aus. Bastölpel besiedeln die Insel erst seit 1991. Am Lummenfelsen, Deutschlands kleinstem Naturschutzgebiet, kommt der Hesse den Tieren so nah wie nirgendwo sonst auf der Welt.
Man kann sie da halt da beobachten, wie sie ihre Eier ausbrüten. Ne? Und das ist auch ganz speziell, wie der Bastölpel das macht. Er macht das nämlich mit den Füßen. Er umschließt die Eier mit seinen Füßen. Das kann man da auch aus nächster Nähe beobachten. Und diese Füße sind zu dieser Zeit sind die mehr durchblutet, dass sie auch mehr Wärme spenden können dem Ei. Das Ei halten die Eltern abwechselnd warm. Kehrt ein Partner zurück, gibt es stets einen rituellen Schnabeltanz. Was sich hier sehr gut beobachten lässt bei den Bastölpeln, ist auch das soziale Verhalten untereinander. Da gibt es in so einer engen Brutkolonie viel Hauen und Stechen, aber man kann auch sehr schön die Liebesbekundung dieser Vögel untereinander beobachten. Auf Helgoland wird jedoch auch erschreckend deutlich, wie viel Plastik durch unsere Meere treibt. Die Felsen hier rund um Helgoland, die sind teilweise richtig in Orange getaucht, was an diesen ganzen alten Fischernetzen hängt, die im Meer rumtreiben. Die sind aus Kunststoff und die werden von den Bastölpeln zum Nestbau eingesammelt. Man sieht also oftmals Nester, die zu einem ganz großen Prozentteil aus diesen Plastikfäden dieser alten Fischernetze bestehen. Das birgt natürlich die große Gefahr, dass die Vögel sich darin verfangen, nicht mehr loskommen und darin elendig zugrunde gehen. Diesen traurigen Anblick verhedderter Tiere dokumentiert Reinhard Mink, um auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam zu machen. Der Lummenfelsen an der Deutschen Bucht. Seinen Namen verdankt er den Trottellummen. Die Wasservögel kommen nur zum Brüten ans Land. An den steilen Klippen Helgolands ist ihr einziger Brutort Mitteleuropas. Die Lumme ist wie auch der Bastölpel ein monogames Tier. Das heißt, die Elterntiere, die bleiben ein Leben lang zusammen, zumindest für die Zeit, wo Brutsaison herrscht. Da treffen die sich immer wieder die gleichen Pärchen mit den gleichen Nachbarn im Felsvorsprung. Aber im Gegensatz zu den Bastölpeln ist da nicht so viel Hauen und Stechen, sondern das ist eine richtig schöne, lustige Gemeinschaft. Die Trottellummen, die freuen sich untereinander, übereinander, wie gute alte Nachbarn auf einem Urlaub auf dem Campingplatz, kann man fast sagen. Über 4000 Paare halten sich in der Saison 2020 auf der Insel auf. Ein neuer Rekord. Es gibt hier natürlich noch viele andere schöne Seevögel. Gerade eben ist mir ein Austernfischer vor die Linse gelaufen, den ich super toll im besten Licht hier filmen konnte. Das passiert nicht alle Tage. Dazu ist Helgoland einfach ein Paradies für allerhand Seevögel. Aber nicht nur Vogelarten gefällt es auf der Insel. Auf Helgoland lebt ein Rückkehrer, der schon einmal fast vom Menschen ausgerottet war. Das größte Raubtier Deutschlands, die Kegelrobbe. Vor 100 Jahren war sie so gut wie ausgestorben und ich glaube 1989 wurde das erste Kegelrobbenbaby wieder auf Helgoland geboren. Dieses Jahr gab es einen neuen Geburtenrekord von über 550 Jungtieren. Man kann sich also vorstellen, die Kegelrobben haben diese Insel regelrecht erobert und stellen Jahr für Jahr einen neuen Geburtenrekord auf. Mehr als 10-mal war der Fotograf und Filmemacher bereits auf Helgoland. Besonders häufig im Winter, zur Geburtensaison der Kegelrobben. Winter auf Helgoland, auf der Düne Helgoland, eine ganz spezielle Zeit. Denn jetzt bringen die Kegelrobben ihre Jungen zur Welt. Die ganze Düne, die gleicht einer Art Kreissaal für Kegelrobben. Und man ist hier mittendrin. Und wir hatten heute das Glück, eine Geburt, eine Kegelrobbengeburt live zu verfolgen. Das habe ich in 15 Jahren noch nie erlebt und heute zum allerersten Mal. Ein wahnsinnig faszinierendes Erlebnis und sowas in Deutschland. Hier gibt es mehr zu sehen, als mancher denkt. Deswegen geht raus, guckt euch die Natur an. Sensationell. Um die Kegelrobbenpopulation so nah beobachten zu können, holt Reinhard Mink sich vorab Genehmigungen ein. Oh Mann, kann man gar nicht aufhören. Weißes Wollfell schützt die Jungtiere vor dem eisigen Wind.
Später färbt sich das dann grau. Die Neugeborenen müssen fressen. Sie brauchen eine zentimeterdicke Speckschicht. Nach etwas mehr als 2 Wochen haben die Mini-Robben Größe und Gewicht vervierfacht. Ich kann mich noch genau erinnern, ich war 2005, 2006 auf Helgoland. Da war die Geburtenzahl im Winter lag bei 50. Mittlerweile ist die Geburtenzahl bei über 500 Tieren. Das heißt, sie werden immer mehr. Eine interessante Herausforderung für die Leute hier vor Ort, für den Naturschutz, für den Tourismus und auch für die Gemeinde Helgoland. Obwohl ausgewachsene Kegelrobben mit bis zu 320 Kilogramm sehr massig sind, können sie an Land ziemlich schnell werden. Ein Kegelrobbenbulle galoppiert, wenn es sein muss, für kurze Zeit mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde über den Strand. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Kegelrobbe Deutschlands größtes Raubtier ist. Also nicht der Wolf, sondern das ist die Kegelrobbe. Und wenn man sich so einen Bullen mal anguckt, da hat er natürlich schon auch ein Gebiss, letzten Endes wie ein Braun- oder ein Grizzlybär. Wenn Jungbullen ihre Revierkämpfe machen, ist das eine richtige Rauferei. Menschen gegenüber verhalten sie sich aber friedfertig. Gefährlich ist eigentlich nur eine Mutter, die Angst um ihr Kleines hat. Die wird dann unter Umständen versuchen, ihr Kleines zu verteidigen. Aber an sich ist eine Kegelrobbe nicht angriffslustig. Die interessanteste kann ich noch genau erinnern, das war beim allerersten Mal, als ich da war, 2006 im Winter. Da kam eine junge Kegelrobbe, die war im Wasser, die hatte gerade ihren Fellwechsel, da können die anfangen, auch ins Wasser zu gehen. Und ich habe mich schön auf den Sandstrand gelegt, um einen möglichst guten Winkel zu haben, um sie zu fotografieren. Und sie kam dann plötzlich aus dem Wasser raus und kam immer näher, immer näher. Irgendwann war sie zu nah für mein Teleobjektiv und irgendwann saß sie direkt vor mir. Was dann weiter passiert ist, sie hat dann ein bisschen an mir geschnuppert und hat sich dann schön neben mich hingelegt und ist eingeschlafen neben mir. Das war süß. Dürftest du heute gar nicht mehr machen, da wird mittlerweile zu empfindlich auch reagiert, zu Recht, von den Leuten, die sich darum kümmern, dass Robbe und Mensch da zusammen auskommen im Winter. Aber damals war es eben noch ein bisschen entspannter, da waren es noch weniger gewesen und das war eine sehr lustige Situation. Mit den Robben kann Reinhard Mink sogar auf Tauchkurs gehen. Kegelrobben, die wirken oftmals sehr verspielt. Und gerade wenn du mit Kegelrobben im Wasser bist, da hast du den größten Spaß. Die zupfen in deine Flossen rein. Und du kommst wirklich teilweise aus dem Lachen nicht mehr raus. Aber man sollte nie vergessen, dass die Kegelrobbe ein Raubtier ist. Und dass auf dem Speiseplan von großen Kegelrobben auch ab und zu mal ein kleiner Seehund landet. Sogar getötete Schweinswale hat man schon gesehen, die von der Kegelrobbe erlegt wurden. Ihren Namen verdanken sie übrigens nicht ihrer üppigen Körperform, sondern ihren kegelförmigen Zähnen. Dass man sich Tieren wie Robben und Seevögeln so nah nähern kann und so in so einer ruhigen Art und Weise, das kenne ich eigentlich nur von den Galapagos-Inseln. Umso toller, umso erstaunlicher, dass man so einen Platz hier mitten in Deutschland hat. Reinhard Minks nächste Station ist der Naturpark Bayerischer Wald. Mit 900 Quadratkilometern das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet Mitteleuropas. Märchenhaft mit klaren Bergbächen und mystischen Mooren. Deutschlands ersten Nationalpark gibt es seit 50 Jahren. Hier gilt: Natur, Natur sein lassen.
Da wird jeder Baum, der durch einen Sturm fällt oder auch durch eine Borkenkäferplage fällt oder durch irgendeinen Grund, wird alles liegen gelassen und die Natur sich selbst überlassen. Das war eigentlich unvorstellbar damals zu dieser Zeit, wo Deutschland eigentlich nur aus Wirtschaftswäldern bestand, war das für mich eine bahnbrechende Neuerung. Der umgefallene Baum wird aber auch zum Lebensraum für vielerlei Insekten, für Pilze, für allerlei niedere Tiere und auch eine Versteckmöglichkeit für den Habichtskauz zum Beispiel. Alles Tierarten, die wieder zurückgekehrt sind oder die man wieder ansiedeln konnte dadurch. Wald, der scheint schon ein bisschen was mit einem zu machen. Es mag die Farbe, die Geräusche sein, wird wahrscheinlich genetisch in uns verankert sein, aber das gibt mir eine Ruhe und eine Ausgeglichenheit. Das ist wahrscheinlich ganz einfach der Lebensraum, wo wir Menschen uns rein evolutioniert haben. Aber es macht was mit einem, ja. Urwald, man denkt immer so, das wird hier als Urwald bezeichnet, der Nationalpark. Man denkt, es wäre ein Wald aus Urzeiten. Das ist aber überhaupt kein Wald aus Urzeiten, sondern mit Urwald ist einfach die Ursprünglichkeit gemeint. Dass dieser Wald ursprünglich leben darf, wie es die Natur eigentlich in ihrem Kreislauf vorgesehen hat. Anfang der 80er Jahre gerät diese Ursprünglichkeit in Gefahr. Große Flächen Wald sterben plötzlich ab. Schuld ist eine Borkenkäferart, die Fichten befällt. Ob der Käfer bekämpft werden soll oder nicht, wird damals hitzig diskutiert. Nach langer Debatte wird entschieden, nicht einzugreifen und den Wald sich selbst zu überlassen. Wir denken heutzutage nur in Zeiträumen, sei es in der Wirtschaft, im Management oder auch politisch von 2 bis 3 Jahren. Das kann man schon lang nennen heutzutage. Die Natur zeigt uns, dass man da doch ein bisschen in anderen Zeiträumen denken muss. Da muss man vielleicht mal über 20 Jahre denken. Und da hat uns der Park eben gezeigt, dass dieses eigentlich vom Borkenkäfer verwüstete Flecken Erde mittlerweile zu einem gesunden, dynamischen Wald geworden ist. Letzten Endes muss man nur die Natur ihre Chance geben, ihren Lauf machen lassen. Und dann wird die Natur uns auch sehr vieles zeigen. Jahre später ist der Wald verjüngt wie nie. Seltene Arten sind zurückgekehrt, wie diese Raupe namens Buchenstreckfuß oder der Korallenpilz. Der Wald ist ein Exempel der Biodiversität. Deswegen komme ich da ganz einfach jedes Jahr oder in gewissen Zeitabständen dort immer wieder gerne hin, um das zu erfahren, zu dokumentieren und auch den Menschen zu erzählen. Das finde ich ganz wichtig. Bei seinen Expeditionen rund um die Welt trifft Reinhard Mink auf die ganze Vielfalt der Natur. Der Schönheit seiner Bilder sind Anstrengungen, Wartezeiten, unwegsame Pfade und andere Hürden, die er auf sich nimmt, kaum anzusehen. Ja, da spielt wirklich vieles mit rein und es ist wirklich ein aufregendes Leben. Manchmal ist es anstrengend, manchmal sind es auch Fehlschläge. Es wird von einer gewissen Ungewissheit begleitet. Aber da lernst du mit der Zeit mit umzugehen und das ganze Gesamtpaket macht es dann irgendwie zu einem kleinen Abenteuer, mit dem du durchs Leben gehst. So sehe ich das ganz einfach. Und es ist wirklich kein 9-to-5-Job. Manchmal ist er wesentlich länger. Manchmal gibt es auch Phasen, wo du nicht viel machen kannst. Manchmal wartest du auch nur und manchmal ist eben richtig Action. Aber dann musst du eben da sein, wenn die Action zählt. Und ja, es gibt lange Tage, lange Nächte. Es gibt auch tagelang oftmals keinen Schlaf. Im Nationalpark Bayerischer Wald trifft er Forstökologen Jörg Müller, der ihm zeigt, wie die Natur sich selbst regeneriert. Man sieht eben sehr schön, dass am Anfang haben die Fichten eben noch die Rinde und hier sieht man wunderbar, wie dann die Rinde so langsam abplatzt. Das ist dann genau der Baum, in dem die Mopsfledermaus zum Beispiel ihr Quartier sucht, also eine FFH-Art, die wir woanders managen. Hier macht es die Natur quasi umsonst. Und die geöffneten Wälder
sind für sie auch ein bevorzugter Jagdlebensraum. Also die Mopsfledermaus jagt lieber in diesen Totholzflächen als im geschlossenen Wald. Auch der Fischotter ist ein Rückkehrer. Vom Konzept des Naturparks ist Tierschützer Reinhard Mink fasziniert. Was vor 50 Jahren, dass es da diese Visionäre schon gab, die so weitblickend sowas ins Leben gerufen haben, das ist schon toll. Einer davon ist ein alter Bekannter von uns für den HR, Bernhard Cimek. Der hatte sich nämlich auch maßgeblich dafür eingesetzt, dass dieser Nationalpark mit dieser Philosophie Natur sein lassen, Wildnis sein lassen zu können, etabliert hat. Ich bin der Ansicht, dass die bayerische Regierung, wenn sie einen derartigen Nationalpark schafft, nicht nur dem bayerischen Volk ein sehr großes Geschenk machen wird, sondern dem ganzen deutschen Volk, ja überhaupt allen Europäern. Und dann das. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit gelingt es Reinhard Mink endlich. Er filmt zum ersten Mal einen Biber. Auf einmal war er da, auf einmal macht's plupp und der Biber guckt über die Oberfläche. Das war eine tolle Sache, den noch zu erwischen. Das war eines der letzten Tage, den wir noch hatten. Und wir haben ganz, ganz lang gewartet bis zum allerletzten Licht und war auch schon ein bisschen ungemütlich. Der Magen hat geknurrt und dann kam der Biber. Das sind die Momente, wo du sagst, okay, da wird die Geduld belohnt. So lange jagst du dem mit der Kamera schon hinterher und dann ist er einfach da und kommt raus. Es hat sich gelohnt für ein paar Sekunden. Bibermaterial, ja. Sie alle sind in den Nationalpark zurückgekehrt bzw. wurden wieder hier angesiedelt. Auch Wildkatzen, Luchse und Wölfe. Freilebend hat er sie jedoch noch nicht vor die Linse bekommen. Diese Bilder sind im Tierfreigehege des Parks entstanden. Das Tierfreigehege im Bayerischen Wald ist wirklich eine schöne Einrichtung für Fotografen einerseits, die Tiere da in einer relativ natürlichen Umgebung fotografieren können. Aber es wird eben auch sehr viel erklärt zu den Tieren. Und das ist eben wichtig, das ist nochmal so ein Punkt im Nationalpark, wo ganz viele Themen zu den Tieren und um die Tiere drumherum an die Leute auf eine wirklich tolle Art und Weise herangetragen werden. Aber es ist natürlich ein bisschen was anderes als in freier Wildbahn. Ich bevorzuge dann eher mal den Misserfolg und das wirkliche Wildlife-Erlebnis. Zurück in Südhessen entdeckt Reinhard Mink noch diese Vögel, Bienenfresser. Sie sind in Deutschland nur sehr selten zu finden. Ich bin letzten Endes froh, dass es so gelaufen ist, dass ich gerade diese Plätze, die ich schon oft besuche, weil sie mir ganz einfach gefallen, aber dadurch noch mal genauer unter die Lupe genommen habe. Natürlich merkt man auch, dass es die Natur schwer hat, weil sie stößt ganz schnell an Grenzen mit uns Menschen, weil wir eben so ein dicht besiedeltes Land sind. Aber umso wichtiger ist es, uns das vor Augen zu führen, was diese artenreiche ursprüngliche Natur für eine Bedeutung hat und wie schnell sie auch wieder Wurzeln fassen kann. Das ist das Positive daran, was man an vielen Orten gesehen hat, wie schnell Natur in ihrer wirklich ursprünglichen Art auch zurückkommen kann. Ja, die Erde ist per se ja ein total faszinierender Ort in den Weiten des Weltalls. Und da kann man überhaupt keinen Ort auf der Welt von ausnehmen. Ebenso wenig hier die Heimat. Und die hat so wunderschöne, interessante Sachen und auch wirklich auch noch ursprüngliche Natur zu bieten, dass das eigentlich genauso interessant sein kann wie irgendwo auf der Welt.